Wie beim großen Game Studio. So haben wir bei LEFX die Landschaft für unser Mittelalterdorf für Unreal Engine vorbereitet. Um die Landschaft von Kirode herzustellen, wurde damit begonnen, wie bei der Produktion eines Open-World-Games, die bekannten Geodaten aus gelieferten Karten abzuleiten und in einer Projektdatei zu sammeln. Hier in Photoshop werden Masken für die einzelnen Bestandteile der Landschaft gebaut. So entstehen quadratische Schablonen für Wasserwege, Küsten und Wälder oder auch menschengemachte Flächen wie das Dorf, Trampelpfade, die Gräben und der Acker. Diese Schablonen werden in einem sogenannten Terrain Design Werkzeug namens Gaia 2 zusammengeführt. In Gaia müssen zwei Dinge passieren: Sculpting und Painting. Beim Sculpt Pass muss eine sogenannte Heightmap erstellt werden. Das ist ein sehr hoch aufgelöstes Graustufenbild, welches einem flachen 3D-Objekt zugewiesen wird. So entsteht Topologie auf der Fläche. Weil sich die Informationen im Bild zwischen dem Grauwert 0 zu 1 befinden, erheben sich Berge aus hellen Spitzen und Täler bilden sich aus dunklen Bereichen. Damit kann flache Geometrie nur über Bildinformationen in der Höhe und Tiefe verformt werden. Auch wenn die Masken in der Eingabe sehr grob und weich gezeichnet sind, werden sie durch ihre Kombination mit Hilfe vieler geologisch inspirierter Algorithmen wie Rauschfiltern und Elemente-Erosion zu einer glaubwürdigen Erdoberfläche geformt. Beim Paint Pass werden in erster Linie sogenannte Paint Layers erstellt. Basierend auf den geologischen Eigenschaften unserer Landschaft entscheidet die Kombination aller Paint Layers, wo welche Oberfläche zum Vorschein kommt. Eine flache Wiese sieht eben anders aus als die steile Sandsteinklippe neben dem Flussufer. Die Höhendaten der Heightmap und weitere Algorithmen werden also in viele unterschiedliche Abhängigkeiten gestellt, um die Farben sämtlicher Oberflächen der Landschaft zu deklarieren. Die Basis für diese Abhängigkeiten schaffen die Formen unserer Schablonen, ihre topologischen Eigenschaften und wie viele der vorhandenen Paint Layer von ihnen beeinflusst werden. Im Paint Pass entstehen aber noch weitere Bildebenen. World Data Color beinhaltet globale Farbinformationen für bestimmte Oberflächen. Im Fall von Kirode sind es Gras, Sand und Stein. Data Layers sind unsichtbare Landschaftsschablonen, deren Grauwerte später von weiteren generativen Werkzeugen in der Unreal Engine gelesen werden können. Dazu kommen noch zwei weitere Texturen. Zum einen eine vollständige Farbvisualisierung der Landschaft sowie eine sogenannte Normal Map. Das ist eine spezielle Oberflächentextur, die durch Manipulation von Lichteinfall sehr glaubwürdige Details auf der Oberfläche zulässt, die sonst beim Betrachten der Landschaft aus der Ferne völlig verschwinden würden. Und ungefähr so wird eine Landschaft für Unreal Engine vorbereitet, um damit riesige Welten zu erstellen.